Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 2 in meine Challenge. Es geht los. Ein Pfefferminztee mit Ringelblumen und Apfelstückchen. Dazu noch 2 Birnen. Das hat erstmal gereicht. Die Birnen sind dieses Jahr besonders köstlich. Und ich habe sehr, sehr viele davon geerntet. Morgens trinke ich eigentlich eine Tasse Kaffee. Auf die habe ich heute verzichtet. Im Laufe des Tages habe ich aber zunehmend die Kopfschmerzen bekommen. Ich habe noch 2 Reihen Kartoffeln, die in der Erde sind. Die haben wir nicht ausgegraben. Dieser Kartoffelacker war experimentell und sehr spät eingepflanzt haben wir die Kartoffeln. Es war ganz schnell erledigt. Ich habe herausgeholt, auch draußen aus der Tonne gewaschen und so wird auch die Mahlzeit aussehen. Es werden meist die Kartoffeln sein und 2 Paprika habe ich geerntet. Außer Kartoffelpfanne möchte ich die Birnen auch für heute Abend 2, 3 aufheben. Es ist eine große Ernte, die reicht tatsächlich für den ganzen Monat. Nicht weit vom Haus steht ein Nussbaum. Da habe ich auch ein paar Nüsse aufgesammelt, auch die vor Ort probiert, wie sie schmecken. Die waren ziemlich bitter. Ich glaube, die sind dann nicht so genießbar. Falls du eine Erfahrung mit Nüssen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Warum sind die Nüsse so bitter? Paar Nüsse, paar Eicheln. Die Eicheln werde ich rösten auf dem Kaminvorsprung und vielleicht zu eine Paste verarbeiten oder in die Gerichte dazugeben. Ein Rezept aus Eicheln für selbstgemachte Nutella verlinke ich dir unten in der Infobox. Die Nutella kann ich natürlich im Experiment nicht machen. Da gehören Kakaopulver und andere Zutaten noch dazu, aber später. Ein Salat aus Kapuzinerkresse und Tagetes gibt es heute zu den Kartoffeln. Ich habe so viel Kapuzinerkresse und Tagetes, dass so die paar Tage abgedeckt sind. 2 Paprika ernte ich heute und es ist auch eine ganze Menge noch. Außer Paprika sind noch Tomaten da. Ich weiß nicht, ob die noch nachreifen. Ich überlege gerade, die alle abzuernten und zu Hause reifen lassen. Was meint ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie macht ihr mit den Tomaten, falls ihr welche zu Hause habt. Die Tagetes habe ich für mich vor ein paar Jahren entdeckt. Die kann man im Salat verarbeiten. Schmeckt ganz würzig und köstlich. Grüne Zwiebeln kommen auch in den Salat. Und es ist für nächste Tage eine ganze Menge noch Mangold da. Mal schauen, vielleicht eine Mangoldsuppe mit Kartoffeln. Ein paar Ringelblumen für die Teemischung. Ich habe noch ganze Menge Paprika im Garten. Habt ihr eine Idee, was man daraus Einfaches kochen kann? Die Pfefferminze ernte ich jetzt komplett ab, überall im Garten und mache mir eine Teemischung für alle 30 Tage. Außerdem haben wir sehr viel Hagebuttesträuche in der Siedlung, die werde ich auch abernten für einen Tee, Hagebutte-Tee. Es bleibt spannend. Heute habe ich dann ein paar Nüsse gegessen, die Eicheln natürlich nicht, die sind noch nicht geröstet. Eine Kartoffel-Paprika-Pfanne war mega lecker, allerdings ohne Öl. Trotzdem hat das super geschmeckt.
Spät am Abend vor dem Kamin habe ich nochmal einen Ringelblumentee mit Pfefferminz getrunken und 2 Birnen gegessen. Für die nächsten Tage stehen ein paar Salatköpfe da. Und als ich so durch den Garten ging und mir die Pflanzen nochmal angeschaut habe, habe ich Rucola-Pflanze nochmal entdeckt. Die ist schon in der Blüte, also sind die Blätter besonders bitter. Dennoch kann man die noch essen. Die kommen auch in den Salat die nächsten Tage. Ich achte auch besonders auf mein Trinkverhalten. Morgens vor dem Tee auf nüchternen Magen 2 große Gläser Wasser trinke ich. Auch zwischendurch versuche ich das Wasser mir irgendwo in der Küche hinzustellen oder mitzunehmen. Es sind nur 2 Tage um und in diesen 2 Tagen habe ich aber viel nachgedacht. Was vermisse ich eigentlich in meiner Ernährung aus dem Supermarkt? Was ist denn wirklich, wenn ich auf Öl oder andere Gewürze, Lebensmitteln verzichten müsste? Könnte ich ohne, wenn ich müsste? Das ist hier übrigens im Bild die Schafgarbe. Die jungen spitzen Blätter sind auch ganz, ganz mild im Geschmack. Die kann man so essen. Ich habe eine Erdbeere gesichtet und das mitten im Oktober. Da sind ein paar, die noch nachreifen und die pflücke ich jetzt ab. Köstlich. Und wenn es eine einzige Erdbeere ist, dann ist sie besonders. Der 2. Tag ist um. Ich bin satt geworden. Falls du mein Experiment weiter beobachten möchtest, abonniere den Kanal. Ich freue mich. Wir sehen uns morgen. Also tschüss und auf Wiedersehen.